Nach Ausbruch der Französischen Revolution im Jahr 1789 wurde Europa ins Chaos gestürzt. Die Herrscher der Nachbarländer fürchteten, das Schicksal von Ludwig XVI. Zu teilen und griffen die neue Republik an, während dort Extremismus und Misstrauen zu Blutvergießen führten. Inmitten dieses Konflikts erschien eine mächtige Persönlichkeit und übernahm die Führung Frankreichs. Aber rettete er die Revolution oder zerstörte er sie? »Ruhe, Ruhe, wo ist heute der Angeklagte? Ich sehe keinen.« »Euer Ehren, das ist Napoleon Bonaparte, der Tyrann, der fast ganz Europa überfiel, um seine Unsicherheit wegen seiner Statur zu kompensieren.« Eigentlich war Napoleon für damalige Verhältnisse durchschnittlich groß. Die Vorstellung, dass er klein war, stammte lediglich von der britischen Kriegspropaganda. Und er war kein Tyrann. Er bewahrte die junge Republik davor, von den europäischen Monarchien vernichtet zu werden, indem er die Regierung stürzte und selbst die Macht ergriff? Euer Ehren, als junger und erfolgreicher Militäroffizier unterstützte Napoleon die Französische Revolution und ihre Ideale von Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit voll und ganz. Aber die Revolutionäre waren unfähig zu echter Führung. Robespierre und die Jakobiner, die zuerst an die Macht kamen, entfesselten mit ihrem antikatholischen Extremismus und den pausenlosen Hinrichtungen aller Andersdenkenden ein Terrorregime gegen die Bevölkerung. Und das nachfolgende Direktorium war eine instabile und inkompetente Oligarchie. Man brauchte einen starken Anführer, der weise und gerecht regieren konnte. Also durchlief Frankreich die Revolution nur, um einen weiteren allmächtigen Herrscher zu bekommen? Nicht ganz. Napoleons neue Vollmachten leiteten sich aus der Verfassung ab, die durch eine Volksabstimmung im Konsulat angenommen worden war. Ha! Die Verfassung wurde praktisch mit Waffengewalt durch einen Militärputsch diktiert. Und das Volk nahm den Tyrannen nur hin, weil es den ewigen Bürgerkrieg satt hatte. Wie dem auch sei, Napoleon führte eine neue Verfassung und ein Gesetzbuch ein, die einige der wichtigsten Errungenschaften der Revolution bewahrten. Religionsfreiheit, Abschaffung der erblichen Privilegien und Gleichheit aller Männer vor dem Gesetz. Aller Männer allerdings. Er entzog den Frauen die Rechte, die sie durch die Revolution bekommen hatten, und führte sogar die Sklaverei in den französischen Kolonien wieder ein. Haiti leidet noch Jahrhunderte später an den Folgen. Was für eine Gleichheit ist das? Die einzige, die damals aufrechterhalten werden konnte und die Frankreichs Nachbarn noch immer weit voraus war. Apropos Nachbarn, was war mit all seinen Invasionen? Gute Frage, Euer Ehren. Von welchen Invasionen ist die Rede? Es waren die benachbarten Reiche, die als Napoleon die Macht übernahm, schon zum zweiten Mal in Frankreich einmarschiert waren, um die Monarchie wiederherzustellen und die Ausbreitung der Freiheit in Europa zu verhindern. Da er Frankreich als Soldat und General in diesen Kriegen verteidigt hatte, wusste er, dass Angriff die beste Verteidigung ist. Ein Angriff gegen den ganzen Kontinent? Seit 1802 war Frieden gesichert und andere europäische Mächte erkannten das neue französische Regime an. Aber Bonaparte ruhte nicht, solange er nicht den ganzen Kontinent kontrollierte und erkannte nur den Kampf. Er versuchte, eine europaweite Blockade gegen Großbritannien zu erzwingen, marschierte in jedes Land ein, das sich nicht fügte, und zettelte weitere Kriege an, um seine Landgewinne zu halten. Und mit welchem Ergebnis? Millionen Tote überall auf dem Kontinent und die gesamte internationale Ordnung brach zusammen. Sie vergessen die anderen Folgen, die Ausbreitung demokratischer und freiheitlicher Ideale in ganz Europa. Es ist Napoleon zu verdanken, dass der Kontinent von einem chaotischen Flickwerk zergliederter, feudaler und kirchlicher Gebiete zu leistungsfähigen, modernen und säkulären Nationalstaaten umgestaltet wurde, in denen das Volk mehr Macht und Rechte besaß als je zuvor. Sollten wir ihm auch für den Aufstieg des Nationalismus und die massive Vergrößerung der Armeen danken? Sie sehen ja, wie gut sich das ein Jahrhundert später entwickelt hat. Wie wäre die europäische Geschichte also ohne Napoleon verlaufen? Unvorstellbar schlechter. Napoleons scheinbar unaufhaltsame Wucht starb zusammen mit dem Großteil seiner Armee im Schnee des russischen Winters. Doch auch nach seiner Absetzung und Verbannung gab er nicht auf, entkam aus dem Gefängnis und unternahm einen kühnen Versuch, sein Reich wiederherzustellen, bevor er zum zweiten und letzten Mal besiegt wurde. Bonaparte war ein Herrscher voller Widersprüche. Er verteidigte die Volksrevolution, indem er eine absolute Diktatur errichtete, und er verbreitete liberale Ideen durch kaiserliche Kriege. Obwohl er seinen Traum von der Eroberung Europas nie verwirklichte, hinterließ er zweifellos seine Spuren im Guten wie im Bösen.
Wenn du gerne etwas über Geschichte lernst, abonniere unseren Kanal. Jede Woche veröffentlichen wir Animationen über alles Mögliche, von der Verschwörung gegen Julius Caesar bis hin zur dunklen Geschichte der Bananen.